Hallo zusammen und willkommen zurück bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute verkosten wir das Grezza, was jetzt 4 Wochen lang in der warmen Reifung war und dann eine Woche im Kühlschrank, wie ich das immer mache. Ich habe das tatsächlich an Silvester schon genascht, deswegen weiß ich ungefähr, was mich erwartet, aber ich werde das für euch so ein bisschen versuchen zu beschreiben, als würde ich da Stück für Stück rangehen. Das Bier ist nicht so stark carbonisiert, wie man das von einem Weizen erwarten würde. Deswegen wird jetzt nicht so wahnsinnig viel Schaum rauskommen. Aber eigentlich sollte es schon eine ordentliche Menge sein. So, wie man sieht, ist jetzt nicht so viel, aber er hält sehr lange. Typisch für ein Weizenbier. Es ist ziemlich trübe. Ich nehme an, das liegt an den vielen Eiweißen. Also ich habe ja 15 Minuten Proteinrast gemacht, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel, wie man es erwarten würde bei einer 100% Schüttung. Die Daten, was die Alkoholgehalt angeht, bin ich so ungefähr da, wo ich es jetzt auch erwartet hätte. Die Stammwürze war ja 8 Grad Plato. Allerdings ist es sehr trocken, das Bier. Und ich habe nachher gelesen, dass einige von denen doch relativ süß waren, mit bis zu 3 Grad Plato Restextrakt. Dafür hätte ich natürlich deutlich höher die Kombirast machen müssen. Also ich habe das jetzt bei 66 Grad gemacht gehabt. Wahrscheinlich so Richtung 70 Grad praktisch. Also wie man zum Beispiel auch ein schottisches Bier machen würde. Mit sehr hoher Temperatur vermeischt. Ja, genau. Es ist so sehr hell, ne? Leicht grünlich, sehr gelb, strohgelb, relativ trübe. Allerdings gehe ich davon aus, dass es reine Eiweißtrübe ist. Die Hefe hat sich gut abgesetzt. Die Hefe ist insgesamt sehr interessant, diese Kölsch-Hefe. Ihr seht die jetzt in diesem Video zuerst, aber ich habe tatsächlich ein anderes Bier vorher damit zuerst gebraut. Das kommt dann erst später raus, weil das war stoutartig und muss deswegen 8 Wochen reifen. Ist aber auch bald soweit. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Gucken wir mal, wie es riecht. Das ist ein sehr interessanter Geruch, weil man riecht so dieses süßlich, leicht säuerliche, so irgendwie so dieses typisch Weizenbierartige. Für mich schmecken Weizenbiere oft leicht sauer. Ich habe aber gelesen, das hängt von der Hefe bzw. auch von verschiedenen Komponenten ab. Und bei mir ist es halt so, dass meine Weizenbiere immer alle eine leicht saure Note haben. Das muss aber nicht sein. Das ist hier bei dem mit 100% Schüttung ein klein bisschen stärker, glaube ich, sogar als sonst. Aber durch die geringe Stammwürze ist es ja gar nicht so viel mehr Weizenmalz als sonst. Also wenn ich normalerweise 500 Gramm Weizenmalz benutzen würde in einem Weizen, wo ich 1 Kilo Malz insgesamt habe, benutze ich eben jetzt hier 600 Gramm Weizenmalz. Also es ist wirklich nur ein klein bisschen mehr und es ist einfach dafür viel weniger Stammwürze. Es ist eine deutliche Rauchnote vorhanden und historisch gesehen war es wohl so, dass die früher sehr rauchig waren und das dann so im Laufe des zum Beispiel 20. Jahrhunderts abgenommen hat und der Grezza wurde ja dann in den 90ern fast gar nicht mehr hergestellt. Und erlebt jetzt eine Renaissance. Ich erkenne keine Hopfennoten darin. Also, egal wie sehr ich daran schnupper, hopfig ist das nicht. Riecht auch nicht nach alten Hopfen oder so. Ist einfach gar nicht. Probieren wir mal. Ja, das ist ein voller Weizenmalzgeschmack. Also, Weizenmalz für mich schmeckt immer ein klein bisschen dünner als Gerstenmalz und das ist hier jetzt ausgeprägter, als wenn ich einen Weizen mit einer 50-50 Schüttung machen würde. Und direkt nach dem Malzgeschmack am Anklang kommt direkt dieses rauchige Aroma. Das ist eben nicht so heftig, wie zum Beispiel bei einem Schlenkerler, was aus Buchenrauch Gerstenmalz gemacht ist. Nur dadurch, dass das halt hier so viel ist, das ist ja keine 25% Schüttung oder 30% Schüttung, sondern es ist eine 100% Schüttung, ist das schon relativ deutlich. Angenehmes, mildes Raucharoma, aber sehr stark. Also in der Amplitude. Ja, am Ende, weil es eben ein recht trockenes Bier ist, sehr wenig Restsüße, sehr wenig Körper. Das sollte man bei dem Bier wahrscheinlich nochmal verbessern. Das ist noch nicht so optimal, wie es sein könnte. Es ist auch nicht hopfenbitter genug. Also es soll tatsächlich von der Beschreibung, ich habe die nochmal ein bisschen nachgelesen, als ich jetzt das erste Video vor kurzem editiert habe. Ja, soll eigentlich sehr bitter sein und danach kommt das Raucharoma von der Intensität und danach dann der Malzgeschmack oder was auch immer da noch übrig bleibt. Also deutlich bitterer sollte es schon sein. Ich habe jetzt diesen schönen alten Hopfen genommen. Ich habe übrigens jetzt beim Editieren gesehen, ich kann beim besten Willen nicht sagen, wo ich das gelesen habe, dass da so alte Hopfen reinkommen. Ich könnte schwören, das war einer von den Blogs von Ron Pattinson. Aber nee, habe ich nicht mehr gefunden. Vielleicht habe ich es mir eingebildet. Jedenfalls konnte ich diesen alten Hopfen mal loswerden. Und der hat ja doch eine leichte bittere reingebracht. Also man merkt ein ganz klein bisschen, dass es hopfig ist.
Aber ich würde es jetzt auf 16 IBU schätzen, wie ein Weizen auch. Irgendwas sehr Mildes. Und das sollte wahrscheinlich schon ein bisschen mehr sein. Und dann kann man auch halt statt alten Hopfen was Frischeres nehmen. Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet. Ich kann es jetzt nicht mehr sagen. Ja, jedenfalls ist ein schönes Bier. Es ist halt anders, als man das so erwarten würde. Es ist eine sehr komplexe, interessante Mischung. Ich bin noch nicht 100% damit zufrieden, wenn ich es jetzt für mich brauen würde. Ich habe ja noch 400 Gramm von dem Malz übrig und ich überlege, ob ich das nicht mal mit 200 Gramm Toasted Wheat mischen sollte. Also wirklich so leicht geröstetes Weizenmalz. Das habe ich vor kurzem von jemandem bekommen. Und das wäre echt eine interessante Mischung. Wäre natürlich dann weniger historisch, so wie ich das verstehe. Aber die Rauchnote wäre dann etwas weniger. Und wenn man das dann entsprechend topft, dann hätte man, glaube ich, so eine Balance, die sehr gut käme. Und vielleicht würde dieses Toasted Wheat auch einen besseren Körper machen, ohne dass man jetzt wirklich sehr warm maischen müsste, würde schon ein bisschen mehr Körper da reinkommen. Und dann reicht vielleicht 68 Grad Maische, 69 Grad Maische, um das entsprechend voll zu machen, das Bier. Genau. Das sollte auch die Farbe nicht zu sehr beeinträchtigen, wenn ich da jetzt 200 Gramm Weizenmalz, ich glaube, das hat 30 EBC ungefähr, das Toasted Wheat. Ja, das könnte ich mir nochmal überlegen. Das wäre so also meine Idee für die Zukunft. Ihr könnt euch gerne an mein Rezept halten, vielleicht den Hopfen ein bisschen stärker, dann ist man schon, glaube ich, auf einem guten Weg. Mit Reisspätzle zusammen gehe ich davon aus, dass das sehr leicht zu läutern ist. Reisspätzle habe ich mir vor kurzem besorgt und die sind wirklich super toll. Finde ich echt klasse, habe ich schon in Bieren verwendet, die ihr dann in 6 bis 8 Wochen sehen werdet. Ja, und sonst würde ich sagen, probiert's aus und bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut.